Wie gesagt, Mhm. ich sehe viele Storytelling ja schon auch aus Marketing-Sicht. Wie kriegen wir einen Kunden nah an die Marke, ans Produkt, um ihn zu interessieren? Und Mhm. so ist es natürlich schon ein trojanisches Pferd, ein Mhm. cleverer Schachzug, könnte man sagen. Und es ist Mhm. nicht von ungefähr, dass in den letzten Jahren das so massiv gestiegen ist, wo zwei Sachen auf jeden Fall passieren. Einmal, Produkte werden immer gleicher, immer ähnlicher. Wo will ich mich denn jetzt noch unterschreiben? Ich habe gar keine rationalen Argumente mehr, um wirklich zu sagen, hier ist mein USB. Und das Zweite ist, wir sind halt schon sehr gesättigt auch an Daten, Fakten, Informationen. Da greife ich halt schnell gern mal lieber zu einer Geschichte von einer Marke, um Mhm. mich damit zu beschäftigen. Ja, ja. Wir kommen später noch dazu, weil ich bin natürlich auch gesättigt von Facts und Figures. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir nicht wenig wissen, sondern eigentlich schon fast zu viel. Und mittlerweile bin ich eigentlich, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, auch gesättigt von Geschichten. Petra, herzlich willkommen zu Futuring Changemaker. Es ist das erste Mal, dass du bei uns dabei bist, aber wir kennen uns ja schon länger. Ich kenne dich, ich glaube, seit über 10 Jahren. Du bist für mich die Storytelling-Koryphäe im deutschsprachigen Raum. Petra, für die, die dich noch nicht so gut kennen, was müssen wir über dich wissen, damit wir verstehen, was du machst und wieso lohnt es sich heute zuzuhören? Also erstmal schön, dass ich dabei sein darf. Also ich habe schon etliche Male reingehört bei euch, immer spannende Themen, tiefes Wissen. Ich hoffe, dass wir das heute auch bieten können. Was muss man über mich wissen? Vielleicht ist schon mal gut zu wissen, dass ich mal Filmphilologie studiert habe. Das fanden meine Eltern erstmal gar nicht so prickelnd, weil Filmphilologen, die machen nicht Filme. Also das ist ja schon ein bisschen brotlos, gerade in Deutschland. Die Filmindustrie ist da nicht so groß. Aber ich wollte ja eigentlich Filmkritikerin werden und das wurde ich dann auch nicht. Sondern ich bin dann stattdessen in einer Marketing- und Kommunikationsagentur, habe ich dort gestartet, blieb dann auch mit einem kleinen Umweg, aber am Ende dann 25 Jahre in der gleichen Agentur, war am Ende Geschäftsführerin, war Creative Directorin für Europa und habe im Grunde die Unternehmenskommunikation und auch Marketing, Markenkommunikation so von der Pike auf gelernt. 2010 würde ich mal fast sagen, so ungefähr, kamen meine Kollegen mit dem Begriff Storytelling ums Eck. Und zwar die Kollegen ja vor allem aus USA, die alles so ein bisschen schnell mal ausprobieren. Und die gleich mal sagten, das müsst ihr jetzt anwenden und das müsst ihr jetzt euren Kunden verkaufen. Und das geht im deutschsprachigen Raum nicht so einfach. Man braucht da schon eine Methodik. Und da erinnerte mich, Moment, ich habe ja mal gelernt, wie eine gute Geschichte funktioniert. Da hat sich das Studium doch noch gelohnt. Und ich habe dann im Grunde die Erfahrungen aus diesen vielen Jahren der PR und der Marketingkommunikation verheiratet mit Aspekten des klassischen Storytellings, wie es Drehbuchautoren oder auch Schriftstellerinnen machen. Und ich glaube, dass wir darüber heute auch einiges diskutieren. Nicht so sehr vielleicht, wie literarisch Storytelling ist, sondern was sich da wirklich praktisch anwenden lässt. Genau. Und der aktuelle Aufhänger heute ist ja quasi die dritte Ausgabe deines Buches Storytelling. Und ich habe ja mit diesem Buch mal vor Jahren begonnen. Ähm, Jetzt, wo du mir erzählt hast, ich habe einfach aus meinem Studium geschöpft, was vielleicht eine gute Geschichte sein könnte. Damals gab es ja noch gar keine solchen Bücher. Ja, wir machen jetzt mal Storytelling und dann guckst du mal auf Amazon, was ist da verfügbar. Du warst ja wirklich eine der ersten, die so ein Buch herausgegeben hat für den deutschen Markt. Mittlerweile die dritte Ausgabe. Petra, was hat sich, ich glaube, das war vor 10 Jahren, gell? Ja, genau, genau. Erste Ausgabe vor 10 Jahren. Petra, was hat sich in diesen 10 Jahren im Bereich Storytelling, vielleicht auch in Deutschland, verändert? Was ist so deine Erfahrung? Vieles hat sich verändert. Also ja, vor 10 Jahren, als der Verlag auf mich zukam, war ich irgendwie erstmal so ein bisschen überrascht, weil ich dachte, hey, es gibt doch ganz viele Bücher darüber. Aber ja, in der Tat, die kamen alle aus dem amerikanischen Englischsprachen, also internationale Bücher. Und dort war diese Technik als Marketingtechnik und auch als für Corporate Stories durchaus schon etablierter und im deutschsprachigen Raum. Ich habe viel auch in Österreich und auch in der Schweiz mit dir ja auch zusammengearbeitet, aber auch hier klar in Deutschland
unbekannt und es war auch sehr viel Skepsis vor dieser Technik oder erstmal von dem Begriff. Und das, glaube ich, liegt unter anderem natürlich auch ein bisschen an den Gebrüdern Grimm, ne? Weil die haben ja definiert, was ist eine Geschichte? Es ist eigentlich erstmal so tief in uns verwurzelt ein Märchen. Und dann sind wir ganz schnell bei Märchen erzählen, naja, das Blaue vom Himmel. Und keiner im Unternehmensumfeld will eine Märchentante oder Märchenonkel sein. Also die Anfangsjahre waren das Skepsis vor dieser Technik abzubauen. Und heute, 10 Jahre später, würde ich aber sagen, ist diese Kommunikationstechnik etabliert. Sie ist Teil von Kommunikationsstrategien und viele Unternehmen haben es mittlerweile ausprobiert, im Guten wie im Schlechten, aber machen mittlerweile einen guten Mix zwischen rationaler Kommunikation und emotionaler Kommunikation und nutzen es je nach Anlass. Was sich natürlich aber auch massiv verändert hat, ist ja die Art der Kanäle, die wir plötzlich auch in der Unternehmens- und in der Markenkommunikation zur Verfügung haben. Ist ja irre. Ja, also plötzlich, wir haben ja fast ja, ganz viele Büchsen der Pandora aufgemacht. Instagram, Facebook, oder das begann, glaube ich, in Facebook, YouTube, TikTok. Also es geht ja immer weiter. Und damit sind wir jetzt in einem Umfeld, wo Unternehmen und Marken ständig Content produzieren müssen. Das war so mit diesem Druck vor 10 Jahren noch nicht so. Da sprachen wir in der Regel immer so über die großen Kampagnen eigentlich. Heute sprechen wir eigentlich von einer Fülle kleiner Contents, die sich dann zu so einer Gesamtgeschichte zusammenbauen. Also auch die Strategien haben sich verändert. Was sich nicht verändert hat, ist, was eine gute Geschichte ausmacht. Das ist gleich geblieben. Ein gutes Stichwort. Was ist eine gute Geschichte, Petra, für dich? Also ich habe da ja eine sehr enge Definition. Also das beginnt ja schon, dieser Begriff wird so vielfältig verwendet. Es gibt Kollegen, Kolleginnen in der Unternehmensberatung, die nennen ja alles Storytelling, was Kommunikation, also und man kann auch Psychologen oder auch Organisationsberater im HR-Bereich verwenden viele auch den Begriff sehr, sehr allgemein. Kann man auch, weil alles, was ich von mir erzähle oder über mein Unternehmen oder meine Marke, ist ja eine Form des Erzählens, kann Storytelling sein. In meinem Umfeld, was näher im Bereich Vertrieb, Marketing ist, oder auch Reden für Pressesprecher oder Vorstände, hilft mir so eine ganz breite Definition ja nichts. Also da mache ich einen sehr genauen Unterschied zwischen einer faktischen Kommunikation, die rational funktioniert, die einfach USPs aufzählt, ein Produkt beschreibt. Das würde ich nicht Storytelling nennen. Und so ist damit auch nicht jeder LinkedIn-Post aus meiner Definition Storytelling. Ich mache das viel näher an einer echten Narration fest. Und damit gehört für mich ein exemplarisches Erzählen, ein Protagonist, eine Protagonistin, eine handelnde Person zu einer guten Geschichte. Da muss irgendwas passieren. Wir haben auch eine echte Zeit, wir haben einen Ort, wir haben einen Erzählraum. Das Publikum wird irgendwie erstmal eingeladen, quasi einen Ort, und das muss ja nicht lang sein. Es war ein Donnerstag, ne? Da bin ich schon drin in so einer kleinen Erzählung, aber es ist eben keine rationale, allgemeine Darstellung. Also ich brauche einen Protagonisten, eine handelnde Person, ich brauche ein bisschen Drama, ich brauche einen Höhepunkt, einen Wendepunkt, der die Handlung vorantreibt. Aus diesen beiden Sachen entsteht Emotionalität. Und die Emotionen muss ich nicht reinschreiben. Das ist ja, glaube ich, das größte Missverständnis, gerade im Marketing, dass man das einfach dann reinschreibt. Freuen Sie sich? Sind auch Sie neugierig? Das ist ein großes Missverständnis. Wenn ich eine gute Protagonisten habe und eine spannende Handlung, dann entsteht daraus ja allein schon Emotion. Viele missverstehen auch, weil sie glauben, wenn sie die Lösung präsentieren, also das Produkt, dann entsteht ja Freude. Juhu, wir haben ein neues Produkt. Also auch das sind andere Mechanismen im Storytelling. Also, wir brauchen als drittes Emotionen. Wir brauchen vor allem aber erst, damit müssen wir anfangen, einen guten Grund, warum wir erzählen. Also man nennt es auch Core Story, also oder die Drehbuchautoren nennen das die beherrschende Idee. Was will ich eigentlich grundsätzlich sagen
durch die Geschichte. Sie ist ein Beispiel, sie ist eine Illustration, eine Visualisierung, eine Erzählung, die am Ende ja irgendwas vermitteln will. Jedes Märchen hat ja auch Mhm. eine Moral, also diese Core-Story muss ich wissen. Und weil wir jetzt in so schwierigen kommunikativen Umfeld aktiv also sind, wo alle zugeballert werden mit Informationen, brauche ich auch noch drittens etwas, das dafür sorgt, dass die Geschichte weitererzählt wird. Und es ist ein Mhm. Mehrwert. Das ist entweder hoher Nachrichtenwert oder es ist ein hoher Unterhaltungswert. Für PR-Leute ist Mhm. das zum Beispiel was Neues. Und sagen, hey, ich bin doch informativ eigentlich unterwegs. Die PR war immer so aus dem Journalismus abgeleitet. Nachrichten. Aber mittlerweile Mhm. sind auch wir, wenn wir auf Social Media unterwegs sind, schaffen, so tolle Nachrichten haben wir ja gar nicht mehr oder dringen auch gar nicht. Das ist dann vielleicht auch eben der Unterhaltungswert oder es ist ein Mhm. sozialer Wert, dass die Geschichte, die ich dir gebe, sie ist so gut, dass du sie deinen Followern, deinen Peers weitergibst und dich damit selber profilierst. Auch das ist ein Mehrwert. Also es sind so 5 Komponenten, die, die nicht nur Unternehmensgeschichten ausmachen, die auch ein guter Kinofilm erfüllt, und die drinstecken in dieser Methodik seit 40.000 Jahren, seit die Menschheit sich Geschichten erzählt. Mhm. Ähm, Nur wie wir das kombinieren, das variiert und natürlich die Technologien, die wir zur Verfügung haben, die variieren. Gerade Mhm. jetzt mit aufkommender KI und so. Da Mhm. Mhm. geht ja nochmal so ein ganz neues Fenster auf. Ja, ja. Petra, ich grätsch hier schnell rein. Wieso sollen wir überhaupt Geschichten erzählen? Also weißt du, wo ist da der Mehrwert? Ich kann ja einfach auch ein PDF machen, Facts and Figures. Ja, na, ist ein bisschen eine rhetorische Frage. Ich weiß, weshalb, Nee, aber gar vielleicht nicht. wissen es unsere Zuschauerinnen nicht alle. Weshalb Ja, lohnt es sich, Geschichten zu erzählen, obwohl es ja im ersten Augenblick viel aufwendiger ist? Ich muss viel mehr Gedankenleistung ja. erbringen, um Dinge zu setzen, mir zu überlegen, ist das was, ist das nichts? Also, was ist denn der Vorteil einer gut erzählten Geschichte? Was passiert mit mir? Ja, ja, absolut, nein, eine absolut berechtigte Frage, weil wir schwärmen dann immer ganz schnell als Storyteller von unserer eigenen, wir sind ja doch in unserer eigenen Mhm. Bubble, als gäbe es Mhm. diese rationale Ecke gar nicht, als würde diese faktische oder ergebnisorientierte Kommunikation gar nicht funktionieren. Das stimmt nicht, die funktioniert hervorragend. Das Problem ist Mhm. nur, es müssen 2 Kriterien erfüllt sein, dass das funktioniert. Das erste ist Publikum, also die Zuhörer und der erzählt, Sender und Empfänger, die müssen die gleichen Werte und Interessen teilen. Wenn das gegeben ist, also vielleicht hoffe ich in unser beider Kommunikationssituation sowieso, aber auch die jetzt mit unserem Publikum, das uns da vielleicht zuhört, haben ein Mhm. Interesse an Storytelling. Wir reden darüber und deswegen können wir ziemlich rational da eigentlich einsteigen und Fakten Mhm. und Daten liefern. Das ist Mhm. ein Kriterium. Das zweite, Sender und Empfänger müssen auch die gleiche Zeit eigentlich auf diesen Kommunikationsakt verbringen und auch die gleiche Konzentration teilen. So wie ein kleiner Vertrag. Wenn das gegeben ist, mein Lieblingsbeispiel ist immer so Medizinerkongress. Ja, oben auf der Bühne steht ein Arzt, der hat die perfekte Studie oder neueste Erkenntnisse. Und es sind auch nur kleine Aspekte in einem riesen Forschungsfeld. Und unten im Publikum sitzen Hunderte von Ärzten, die genau auf diese Ergebnisse dieser Studie warten. Das ist eine symmetrische Kommunikationssituation und in der funktioniert rationale Kommunikation hervorragend. Mhm. Wir haben es aber fast nie mit einer symmetrischen Kommunikationssituation zu tun. Selbst im Medizinerkongress mag der ein oder andere vielleicht Ja. gerade am Handy sein und da ein bisschen rumspielen. Wir kennen das auch bei Vorstände und Vorständinnen, die die neueste Unternehmensstrategie vor ihrer Belegschaft präsentieren, die glauben, alle sind brennend daran interessiert, jetzt zu erfahren, wie es Mhm. weitergeht mit der Firma. Mhm. Dabei, die zuhören, die sind vielleicht nur an einem Aspekt interessiert, nämlich verändert sich mein Job? Konkret, mein eigener Arbeitsplatz. Und ansonsten geht denen durch den Kopf, was koche ich heute Mittag zum Mittagessen? Wer holt die Kinder ab? 1000 andere Mhm. Gedanken. Das ist eine asymmetrische Kommunikationssituation. Und wenn wir jetzt an sowas wie Instagram denken, wo wir eigentlich gar nicht wissen, wo der Gegenüber, also der am Ende quasi an diesem kleinen Bildschirm da sitzt, wo sich der befindet, in welcher Situation der diesen Stream da Mhm. gerade so durchscrollt, umso weniger funktioniert einfach rationale Kommunikation. Emotionales und Storytelling vor allem
hat da den großen Vorteil, dass es nicht anstrengend ist. Eine gute Geschichte ist locker rezipiert. Also Mhm. das kennen wir ja auch von einer guten Unterhaltung auf einer Party, wenn jemand mit einer Anekdote anfängt. Hast du gehört? Das ist wesentlich weniger anstrengend, wie wenn Mhm. jemand Bullet Points also Mhm. erstens, zweitens, drittens, das habe ich gerade gestern erlebt. Das ist einfach anstrengend. Also Mhm. diese Mhm. spielerische Konzentration ist ein Riesenvorteil. Und das Zweite ist ähm, die Kraft der Immersion. Wenn es gut erzählt ist, dann tauchen wir ja ein in die Geschichte. Das kennen wir von jedem guten Buch, das kennen wir von jedem Film. Wir vergessen Zeit und Raum. Auch gut gemachte Markenstories können das kurzzeitig schaffen. Ähm, eine meiner derzeitigen Lieblingsstories ist von Patagonia. Sie heißt The Last Observers. Und sie erzählt die Mhm. Geschichte von einem Ehepaar, das seit 40, ich glaube fast 50 Jahren das Wetter an der Küste Schwedens beobachtet. Und früher gab es ganz viele solche Wetterbeobachtungen in Schweden. Es ist das letzte Ehepaar, das diesen alten Beruf noch macht. Und Mhm. mit dieser Wetterbeobachtung einhergeht aber auch die Beobachtung von Zugvögeln oder überhaupt der Natur. Und das spielt natürlich voll in die Marke Patagonia, Outdoor-Marke, Mhm. die sich diesem Nachhaltigkeitsthema ganz stark verpflichtet hat. Die Geschichte ist so rührend erzählt und am Ende es geht nicht nur um den Beruf und dass sie die Letzten sind, sondern es ist ein ganz wunderbares Ehepaar, wie die miteinander, um die Liebe dieser beiden Personen, ihre Liebe zueinander, aber auch zu dieser Küstenabschnitt in Schweden und zu der Natur, die sie umgibt. Und ich tauche als Zuschauer in diese Geschichte ein und vergesse völlig, dass der Film, glaube ich, 6 oder sogar 8 Minuten dauert. Oh, wow. Das Der ist holt lang. jetzt natürlich mich so ab, ne? Andere holt er Mhm. vielleicht jetzt nicht ab. Aber wenn ich das schaffe, dann kann ich auch in der Unternehmenskommunikation eine ganz schöne Länge mittlerweile aushalten. Wir hören ja immer, auf Social Media muss alles ganz, ganz schnell gehen. Und natürlich gibt Mhm. es in kurzen Snippets Snackable Content. Eine gute Kampagne bringt es in Kurzform, in Mittelform, in Langform. Aber in allen dreien Formaten gelingt es, dass mir hier ein Erzählraum aufgemacht wird, der spannend ist, wo ich sage, da will ich mehr wissen. Und diese Funktion, da will ich mehr wissen, das schafft rationale Kommunikation sehr, sehr selten. Mhm. Mhm. Weil da kommt ja meistens ja auch nur der Kopf mit. Also wir können noch irgendwas mit dem Kopf verstehen, aber da schwingt vielleicht noch nicht der ganze Körper mit oder sagen wir mal unsere Emotionen und alle Entscheidungen, die wir treffen, die basieren, fußen ja auf Emotionen. Und wenn die fehlen, dann sind wir nur so ein bisschen abgeholt und nicht mit unserem ganzen Sein, wenn ich das ganz kurz zusammenfassen darf. Ganz genau, absolut. Und dazu kommt Mhm. ja auch noch, wenn wir rationale Informationen bieten, dann ist ja auch nur die kognitive Hälfte unseres Mhm. Hirns in Aktion. Also vor allem halt der Sprachbereich und wo wir diese ohnehin Strategien und Mhm. Entscheidungen abwägen. Und blöderweise sitzt in der Ecke auch Skepsis und Kritik. Das heißt, wenn ich einem Mhm. Thema oder einem Produkt oder einer Marke gegenüber eh schon skeptisch bin, bringe jetzt nur Fakten und Daten, dann wecke ich geradezu dieses kleine Ungeheuerchen da drin, das nämlich sagt, Mhm. Moment mal, die bringen mir jetzt nur diese Daten, um mich zu überreden, dass das gut ist. Da stimmt doch was nicht. Übrigens auch so eine Blockade, die entsteht, wenn wir mit so Verschwörungstheoretikern sprechen, die halt in ihrer Verschwörung so drin sind. Und wenn wir jetzt mit Fakten arbeiten, dann hören die nur, das ist alles rational, aber gleichzeitig wecken wir dessen Skepsis und dessen Kritikseite. Mhm. Die Storytelling, also die emotionale Seite oder die Geschichten arbeiten da raffinierter. Sie sind dann schon, muss man sagen, ein trojanisches Pferdchen, weil wir natürlich, wenn wir so einen Erzählraum bringen und erstmal, wir erzählen das so von einem Ehepärchen, ach, und die lieben sich, blablabla, da beschäftigen wir das Gehirn erstmal. Das Gehirn stellt sich die Küste Schwedens vor oder vielleicht auch hat man so ein Ehepärchen im Kopf. Wir sind also beschäftigt damit, die Geschichte erstmal zu verstehen, mitzugehen
Und wie du sagst, wir entwickeln gleich Gefühle. Wir machen gleich Erfahrungsabgleich. Waren wir auch schon mal an der Küste? Wie ist unser Verhältnis mit dem Ehepartner? Wetterbeobacht ein ganzes Jahr über, könnte ich das überhaupt machen? Wir machen bei jeder Geschichte Erfahrungsabgleich. Unser Gehirn ist also massiv beschäftigt. Wir können uns erstmal gar nicht dieser Kritik widmen. Es beginnt viel später. Irgendwann, also es beginnt natürlich nicht unendlich. Irgendwann sagt dann jemand, Moment mal, es erzählt mir doch alles hier Patagonia um am Ende, dass ich da denen ihre Jacke kaufe. Es kommt schon, aber es kommt viel später erst. Und bis dahin hat man ihn vielleicht schon mal reingeholt. Wie gesagt, ich sehe viele Storytelling ja schon auch aus Marketing-Sicht. Wie kriegen wir einen Kunden nah an die Marke, ans Produkt, um ihn zu interessieren? Und so ist es natürlich schon ein trojanisches Pferd. Ein cleverer Schachzug, könnte man sagen. Und es ist nicht von ungefähr, dass in den letzten Jahren das so massiv gestiegen ist, wo zwei Sachen auf jeden Fall passieren. Einmal, Produkte werden immer gleicher, immer ähnlicher. Wo will ich mich denn jetzt noch unterschreiben? Ich habe gar keine rationalen Argumente mehr, um wirklich zu sagen, hier ist mein USB. Und das Zweite ist, wir sind halt schon sehr gesättigt auch an Daten, Fakten, Informationen. Da greife ich halt schnell gern mal lieber zu einer Geschichte von einer Marke, um mich damit zu beschäftigen. Ja, ja. Schnell in eigener Sache und auf den Punkt. Wenn du komplexe Kommunikationsherausforderungen lösen musst in PR, Krisenkommunikation, Branding, Strategie oder Veränderungsprozessen und du dafür klare, verhaltenswirksame Lösungen suchst, bist du hier richtig. Abonniere Futuring Changemakers oder folge mir auf LinkedIn, um regelmäßig Insights zu erhalten, die den entscheidenden Unterschied machen. Die Links dazu findest du im QR-Code oder in der Beschreibung. Wenn du jetzt gerade akut vor einer anspruchsvollen Kommunikationsaufgabe stehst, schreib mir direkt. Mein Job beginnt meistens genau dort, wo Standardrezepte versagen. Wir kommen später noch dazu, weil ich bin natürlich auch gesättigt von Facts and Figures. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir nicht wenig wissen, sondern eigentlich schon fast zu viel. Und mittlerweile bin ich eigentlich, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, auch gesättigt von Geschichten. Weil, du hast das auch kurz angesprochen, trojanisches Pferd. Ich spüre natürlich gerade im Unternehmensbereich, im Werbebereich, Marketing, spüre ich auch die manipulative Hand, die meine Emotionen kitzelt, weil sie mir wieder irgendetwas unterjubeln will oder an meinem Kritiker vorbeischleusen will. Und das passiert noch und nöcher. Ich sage nicht, dass alle Geschichten in diese Kategorie fallen, aber sorry, wer ein Unternehmen hat, wer auf Zahlen angewiesen ist, auf Teufel komm raus, für den sind natürlich Geschichten das Instrument der Wahl, um möglicherweise mehr zu verkaufen. Aber dazu kommen wir später noch, weil das ist wie überall. Man kann das Instrument so oder so gebrauchen. Ganz genau. Mich würde noch interessieren, Petra, was hat sich für dich in diesen 10 Jahren verändert? Du warst ja mal Agenturchefin, Ketchup, gell? Ketchup, hast mit Geschichten angefangen. 10 Jahre später, wo stehst du? Wie hat sich vielleicht deine Perspektiven auf Storytelling verändert? Also am Anfang war natürlich Riesenbegeisterung. Also ich meine, allein, dass ich mein Studium schon wieder anwenden konnte, wie großartig ist das denn? Ähm, Außerdem es eröffnet so viele neue kreative Möglichkeiten. Also ich bin ja angetreten, gerade in der Unternehmenskommunikation, dass man Journalisten vor allem, also Mittler, so die Vermittler in der Medienwelt, die Gatekeeper, dass man die über die Sachlage in einem Unternehmen und seine Produkte und Dienstleistungen und Strategien so seriös informiert. Wir waren und sind zum Teil ja immer noch näher so am Journalismus dran. Aber das war dann eigentlich, wenn man in der Rückschau, halt schon sehr limitiert, was auch so die Mittel, ne? Du hattest eine Pressemitteilung, du hattest die Pressekonferenz, du hattest die Pressereise und dann hört es schon bald auf. Dann durfte man so Geschenkkörbe machen, so Sachen. Aber von den Formaten her war das sehr limitiert. Und mit den neuen Kanälen, aber auch so einem Zugeständnis anders zu kommunizieren, ging da eine ganz andere Türen auf. Filme machen. Und zwar nicht nur Erklärfilme oder der gute alte Industriefilm, der ja grottenlangweilig war, wenn man jetzt zurückblickt, sondern mit Filmemachern und Geschichtenerzählern zusammenzuarbeiten, die
Erzählbögen sich überlegen, also die Struktur eines Filmes, die Musik dazu geben, die im Schnitt, in der Farbe, also völlig neue Welten. Aber auch plötzlich durften wir Kundenmagazine machen, die wirklich wie Boulevardmagazine daherkommen, mit opulenten Bildstrecken. Auch sowas wie ein Instagram-Kanal mit dieser Bildgewalt, überhaupt dieser Visual Turn, diese Hinwendung zum Bild. Also der Beruf hat sich da unglaublich entwickelt und ich war froh, dass ich also genau diese Zeit da mitgestalten eigentlich so durfte. Jetzt langsam, man wird ja älter und weiser. Ich kann deine Sättigung an Story, das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Wir haben schon sehr viele Sachen auch ausprobiert. Ich glaube, es ist mittlerweile wirklich ein Standardtool. Man muss sehr gut überlegen, wann man auf Storytelling setzt und vor allem sollte man sehr strategisch drauf setzen. Lieber 3 gute Stories im Jahr, sie gut durcherzählen, crossmedial, auch transmedial, also wirklich nicht nur eine Kernvideo, nur ein Video, sondern drumherum erzählen, ein Story-Universum erzählen, als 1 Million kleine Mini-Snippets, die ich sowieso wieder vergesse oder wo ich mir denke, so, naja, komm, was hat mir das wirklich zu sagen? Das, glaube ich, ist ja entscheidend. Aber wo ich mir schon ein bisschen Sorgen mache oder wo ich mir denke, wo geht das hin? Wie entwickelt sich das? Ist, dass man kann ja sagen, das 20. Jahrhundert war wirklich das Jahrhundert des Storytellings. Also zum einen es gab es in diesem letzten Jahrhundert nochmal 2 Riesenmythen, auf die wir uns alle weltweit einigen. Das ist Star Wars und Harry Potter. Also das ist ja schon mal auch das ist ja eine kulturelle Leistung, sowas überhaupt in die Welt zu setzen. Sowas wirklich auch so zitierfähig ist, ja, wo wir jetzt, und auch mit wo sieht man auch, Unternehmensstories zitieren da plötzlich aus diesen und halt auch aus anderen Geschichten. Aber ansonsten auch insgesamt nie haben Menschen mehr Geschichten konsumiert und präsentiert bekommen wie in diesem Jahrhundert, im letzten, gerade in den letzten Jahrzehnten. Das, das war aber immer noch eine Welt, in der wir glasklar unterschieden haben zwischen das ist Story und das ist die Realität. Und ich gehe noch einen Schritt weiter, das ist Fiktion und das ist Realität. Das nächste Jahr, dieses Jahrhundert, das 21., da verschmilzt es. Und ich mache das ganz praktisch fest, allein schon Redaktionen, auch Medien, wo wir im letzten Jahrzehnten immer so, hier ist der Anzeigenteil, hier ist der Redaktionsteil. Auch das verschwimmt. Aber es verschwimmt noch viel mehr wenn wir uns Dokumentarfilme anschauen. Was genau, oder diese Biopics, also wir gewöhnen uns daran, dass uns auch Historie mit so nachgestellten Szenen zum Beispiel präsentiert wird, wo wir ehrlich gesagt nicht mehr unterscheiden können, war das jetzt wahr oder nicht? Und dann geht es einen Schritt weiter. Netflix-Serien mit historischen Personen, die aber doch ganz fiktional erzählt werden. So, und das verschwimmt alles immer mehr und es verschwimmt natürlich auch im Storytelling, das Politiker einsetzen. Gut, da kann man sagen, die haben immer schon mal die Welt Die so haben nicht mehr erzählt, gelogen. Die haben nicht mehr Fiktion. Hoppla. ja, aber so glasklar und so offen im Einsatz. Ja, Plus, ja. wir wissen mit der Nutzung von KI sowohl im Text als auch vor allem im Bildbereich, du kannst nichts mehr trauen. Diese Chats dieser Welt, Perplexity, wie auch immer sie heißen, sie halluzinieren, wenn sie keine Fakten haben. Ganz dreist erfindet die Maschine dann und es ist so schwer, das auseinanderzuhalten, was ist denn jetzt real und was nicht. Beim Bild noch viel mehr. Wir haben die Bilder alle gesehen, angefangen vom Papst hier in der weißen Daunenjacke bis hin zu Donald Trump, der von der Straße gezerrt wird und eingesperrt wird und
Oder Ähm, Donald Trump als Papst, habe ich auch eben gesehen. Ganz genau, da kann man ja noch sagen, ah ja, okay, ich erkenne, das ist jetzt Fiktion, weil es Ja, irgendwie so ein ja. Witz ist, aber du weißt, was ich meine. Hm. Und so geht es auch weiter in Unternehmenskommunikation, in Marketingkommunikation. Es gab im letzten Jahr eine fantastische Kampagne in Brasilien von VW über den neuen VW-Bus, diesen iBus, diesen elektrischen, der Mhm. auch ganz süß so im Retro-Style. Hm. Und was haben die gemacht, gleichzeitig feierte VW dort in Brasilien 70 Jahre, also ein Jubiläum. Und um Hm. das zu feiern, haben sie eine so großartige Kampagne kreiert, die ganz Brasilien zum Heulen brachte. Gut, jetzt kann man sagen, Brasilianer weinen ja immer recht schnell, wie wir als Fußballfans wissen. Aber Mhm. es war so rührend. Sie haben nämlich einen alten Schlager genommen, der von einer Sängerin, die uns jetzt hier ist, ich glaube, es ist die deutsche Variante vielleicht von Katharina Valente, so, also Mhm. die brasilianische, also alle kennen die so irgendwie, aber sie war halt in den 50ern, 60ern berühmt und sie starb früh. Sie hat aber ein Lied, das jeder Brasilianer wohl kennt. Es handelt von Generationen und in diesem Spot sieht man die Tochter dieser Frau, sie ist auch Sängerin, sie singt diesen Song, sie fährt in einem neuen iBus und wird plötzlich überholt von einem alten VW-Bus und dem sitzt KI generiert ihre Mutter. Und als diese Mutter damals starb, war dieses Mädel 4 Jahre alt. Die kannte ihre Mutter eigentlich also gar nicht. Hm. Da steckt so viel Rührung drin und es ist Ja, so ich muss. wunderbar inszeniert. Ja, 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 gell, da kriegt man doch gleich mal ja, so ein Tränchen hier. ja, ganz, ganz kleines Ja, bisschen. Und ich möchte das nicht, aber es macht es automatisch das mit macht's mir. automatisch. Ich So, denke, oh, ja. aber das ist Hallo, ganz krasse Realitätsverzerrung. Es ist Deep Fake. Hm. Es ist wunderbar kreativ eingesetzt, aber es ist eine Verschmischung von Realität und Fiktion. In diesem Fall sehr schön eingesetzt, sehr kreativ genutzt. Aber was macht das mit uns in der Zukunft? Das ist eine andere Welt, das Storytelling ist damit nicht anders, aber die Möglichkeiten sind halt viel größer. Und hinten raus werden wir nicht mehr unterscheiden zwischen Realität und Fiktion. Hm. Hm. Das ist auch eine Sorge von mir und ich merke auch, wie irgendein Autoimmunsystem bei mir anfängt zu reagieren auf gewisse Bilder, auf gewisse Mhm. Schnipsel, wo ich sofort rieche, das ist KI, das ist gefaked, auch bei Texten. Und dann macht es bei mir gleich so. Ich will das Aber nicht noch mal riechen mehr. wir es. Also, ich frage Ja, mich, wie lange wir es noch riechen. Ja, es ist so das, ein tiefes Bauchgefühl, ich weiß es, aber ja, das ist eine gute Frage. Ich würde mir ja einbilden, ich rieche das noch ganz, ganz lange, weil ich mich ein Leben lang mit ja. Geschichten, mit Bildern beschäftigt habe. Also ich habe so ein feines Gespür entwickelt. Ich glaube, ich kann das noch lange riechen gegen den Wind und mich dann dementsprechend schützen, weil ich will das einfach nicht. Uah, ah. Aber ob das alle anderen auch so können, wenn du nicht geschult bist und du wächst in einer solchen Welt auf, in der quasi anything goes. Wir unterscheiden Absolut. nicht mehr zwischen Fiktion und Realität, weil im Relativismus, und wir sind irgendwo immer noch im tiefsten Relativismus, anything goes. Es ist just the perspective. Und Nur, das macht mir echt Sorgen. ich möchte Ja. aber nur addieren, die Welt gab es schon Mhm. mal. Also jetzt wären wir ein Ja. bisschen philosophisch, aber im alten Griechenland, wenn wir sowas wie Okay. Homer uns anschauen oder die Geschichte von Troja, oder die Odyssee, also diese Hm. dicken Bücher, sie waren in der damaligen Zeit nicht nur Geschichten, sondern sie wurden als reale Darstellung von echten Tatsachen also, oder die Menschen damals machten keinen Unterschied zwischen ähm, fakultativen Texten und fiktiven Geschichten, sondern es war klar, hier wird zwar was ein bisschen romantisiert oder in Zusammenhänge gebracht, damit sie leichter lesen kann, also eine Narration, aber tief drin steckt Fachwissen, das mir vermittelt wird. Und zwar, was ist da vorgegangen bei der Schlacht in Troja? Wie funktioniert Krieg? Was Hm. machen Götter? Also das wurde auch als
wurde kein Unterschied gemacht zwischen Fiktion und Realität und es wurde als ein wertvoller Text aber angenommen. Also, Mhm. wie gesagt, ist es ein bisschen philosophisch aber die Zeit gab es schon mal. Mhm. Möchte jetzt nicht ins antike Rom oder Griechenland zurück oder ins Mittelalter, aber Menschen sind schon mal so mit Texten umgegangen. Also, wir werden uns irgendwie auch damit arrangieren müssen. Also, Mhm. ich glaube, dass wir aber nicht mehr bald durchkommen mit, das ist jetzt aber hier eine Vermischung von Realität und Fiktion und hier genau ist die Trennlinie, sondern wir werden zukünftig Texte immer als Ganzes sehen und als Ganzes Mhm. bewerten. Mhm. Mhm. Noch ist es Ja. aber nicht ganz so weit. Also noch haben schon Unternehmen meiner Meinung nach und Marken die Aufgabe, transparent mit dem Umgang von KI und gerade bei so Deepfake sehr stark die Aufgabe, das transparent zu machen. Mhm. Und auch Mhm. wenn es so locker dahin gesagt ist, so, ach ja, die haben ja da nur diese Mutter wieder auferstehen lassen. Ähm, Ich weiß nicht, wie viele Menschen dann vielleicht in zukünftig mal diesen Spot sehen werden und sagen, hast du gesehen, da haben die zwei ja miteinander gesungen. Das war ja nett, ne? Plötzlich Mhm. ist so gar nicht mehr klar, dass die gar nicht real war. Das Ja, heißt, ja, absolut. ich plädiere sehr für einen Beipackzettel für Stories, sowohl in der Kunst als auch bei Unternehmen. Mhm. Und Für wenn beides, also für Geschichten, das ist eine für Geschichte, alle dass wir, Formen von Geschichten. und das ist AI oder KI, so dass wir Nicht nur, wissen, dass es, okay. ja, nicht nur, dass es KI ist, sondern ich hätte gerne einen Beipackzettel, in dem drin steht, wer hat es gemacht, aus welchem Grund, Mhm. was ist der Anlass. Das kann ja irgendwo auf einer Webseite, wenn ich suche, möchte ich es aber finden. Dieser Werbespot wurde gemacht, um dieses Auto zu verkaufen oder dieses 70 Jahre Jubiläum zu feiern. Und ähm, hier sind die echten Schauspieler, die drin sind. Hier sind die KI-generierten Personen, die drin sind. Hier wurden hier sprechen Menschen Japanisch. Sie können aber nicht Japanisch sprechen. Ähm, und wenn es hochgeht, vielleicht sogar noch und so viel CO2-Emissionen. Gut, jetzt wird es sehr ethisch. Aber Ja, ja, absolut. wenn ich ins Kino gehe, schaue ich danach. Da läuft ja der Abspann 10, 15 Minuten. Also bei einem Pixar-Film muss man sich mal anschauen, wie lang der Abspann läuft. Mhm. Bis zu den Babys, die da dokumentiert werden, die geboren wurden, während dieser Pixar-Film produziert wurde. Das ist ja noch eine nette Zusatzinfo. Mhm. Aber diese Tiefe an Informationen, wie diese Geschichte produziert wurde, würde ich mir wünschen, auch von Unternehmen. Mhm. Nicht im Werbeblock, wenn jemand hier noch Mhm. linear Werbung schaut und auch nicht auf YouTube, aber ich Mhm. würde mir wünschen, dass ich dann eben bei VW auf die Webseite von mir aus gehe, so wie ich bisher auch in den Pressebereich gehe, da gehe ich halt dann auf den Backstory-Bereich und wenn ich will, dann kann ich mir das anschauen. Das Mhm. wäre schon noch schön und irgendeine Form Transparenz zu haben, um zu verstehen, wie ist so eine Geschichte zustande gekommen. Ja, ja, ja. Da bin ich mega gespannt, ob sich da die Industrie, die Kommunikations- und Werbeindustrie selber reguliert Mhm. oder ob sie reguliert wird, weil die Auswüchse einfach ein bisschen zu krass werden. Wie bei Social-Media-Plattformen, wo ja quasi die Algorithmen, die machen ja auch was mit uns. Einige sagen sogar, die versauen uns das Hirn, wenn man das lang genug macht, weil sie einfach so konstant den Dopamintrigger betätigen. Und ja, bin gespannt, ob wir da vielleicht auch mal Auflagen kriegen, puncto Storytelling und dem Einsatz von KI, wenn wir Geschichten erzählen. Petra, was würdest du heute Unternehmen empfehlen, wo und wann sollen sie Geschichten in welcher Form erzählen? Und wo sollen sie das Kind nicht mit dem Badewasser ausschütten und auch noch Facts und Figures unbedingt liefern? Wo ist ein guter Mix, Sweet Spot? Also, ich glaube, es ist entscheidend, sich wie nennt man den Lebenszyklus eines Unternehmens oder einer Marke anzuschauen. Wenn ich frisch auf dem Markt bin, Startup, wenn ich erklären muss, was ich habe, dann erklär bitte, was es ist. Mach mir, da, schütt uns nicht mit Stories zu, sondern erklär dein Produkt. Das ist am Anfang bitte gerne rational. Aber irgendwann ist es auserzählt und dann finde ich, kann man sehr gut mit Storytelling einsteigen
und beides eigentlich beliefern. Es ist ja auch ohnehin ein neuer Ansatz im Vergleich. Früher hat man ja immer so ähm, ähm, so eine Kommunikationsform und der hat man möglichst oft wiederholt und irgendwann wird der Kunde es schon mal dann fressen. So, die Amis sagen ja so, five alive, fünfmal muss es sagen oder seven is heaven. Wenn du es siebenmal gesagt hast, dann merkt es sich jemand. Die Zeiten des Wiederholens sind vorbei, sondern wir müssen ja unsere Zielgruppen möglichst viele Formate geben und gucken, wo sie zubeißen quasi. Was passt ihnen? Also so ist es schon eine Sache von Auffächern. Wenn deine Marke schon einfach etabliert ist, dann musst du ja verschiedene Möglichkeiten aufmachen. Ähm, aber gleichzeitig ist es auch in so einer Customer Journey, also wie entscheidet sich ein Kunde denn für ein Produkt? Das ist ja auch nochmal so eine andere Möglichkeit zu strukturieren. Da funktioniert Storytelling sehr gut in der Awareness-Phase, oder wenn jemand noch gar nicht noch überhaupt keinen Wunsch gefasst, also ich habe eben noch gar kein Interesse an etwas konkret. Hier mit Geschichten und mit Storytelling einzusteigen und überhaupt erstmal Aufmerksamkeit zu wecken, Desire zu wecken. In dieser Entscheiderphase, da wollt bitte Daten, Fakten, Preise, also da jetzt nicht groß mit Geschichten operieren und in der Schlussphase, aber in der sehr Loyalitätsphase am Ende, wo man sagt, Bestätigen eines Kunden, da ist Storytelling auch schon wieder sehr, sehr wirkungsvoll. Also muss man sich, glaube ich, immer jeweils anschauen, an welchem Punkt steht man gerade im Vertriebsprozess oder als Unternehmen. Und vielleicht ein letztes, bei auch so interner Kommunikation, hm, habe ich im Moment den Eindruck, interne Kommunikation passiert noch ist noch sehr rational. Also da würde ich jedem Unternehmen zu Storytelling raten, weil, also was ich zumindest in also großen Konzernen oder Unternehmen sehe, man mutet vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen schon sehr viele Fakten und Informationen zu und das Ganze dann auch noch über Teams oder das wird auch noch über so technische Plattformen ja auch dann Mhm. Mhm. angeboten. Das ist auch immer noch eine sehr textlastige Kommunikation intern. Da würde ich jedem Unternehmen raten, mehr Bild, mehr Emotionalität, mehr Geschichten, um überhaupt noch die Aufmerksamkeit intern zu wecken. Mhm. Gerade Mhm. an so schweren Themen wie Unternehmenswerte, das sind ja so abstrakte Themen oft. Ja, gerade so Mhm. Unternehmensstrategie, so Nachhaltigkeitsthemen zum Beispiel, wo einfach das Interesse von Kollegen, Kolleginnen einfach nachlässt, weil die sind sowieso zugeballert mit ihrem Alltag. Da würde ich immer zu Storytelling raten. Mehr über das, was ihr wissen müsst, wenn ihr gute Geschichten erzählen wollt, findet ihr in diesem Standardwerk Storytelling, dritte Auflage von Petra Sammer. Und nicht nur das, was ihr wissen müsst, sondern vielleicht auch das, was ihr gar noch nicht wisst, weil Petra und ich wollen noch eine zusätzliche Podcast-Folge machen mit Dingen, die in Zukunft wichtig werden. Vielleicht kannst du schon ein bisschen spoilern, über was werden wir reden, was eben auch jetzt in dieser dritten Auflage Eingang gefunden hat. Ja, also wir reden einerseits über, was technologisch noch so geht, also was kommt da in der Zukunft auf uns zu, was können Unternehmen und Marken noch nutzen. Das entwickelt sich ja großartig weiter, also das sind tolle Chancen. Aber vor allem ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, ist, dass Unternehmen zukünftig Storytelling und ihre eigene Kommunikation stärker nutzen sollten und müssen, meiner Meinung nach, besonders wenn es um gesellschaftspolitische Themen geht, sowas wie Demokratieverteidigung oder Nachhaltigkeit. Also durchaus Begriffe, die vielleicht schon so ein bisschen abgenutzt sind oder wo man dann sagt, ach, das sind doch andere Gruppen in der Gesellschaft für zuständig. Nein, ich finde, Unternehmen haben die verdammte Pflicht, sich da zu engagieren und da hilft Storytelling sehr, sehr stark. Das ist ein sehr spannendes Mittel dafür. Im Buch geht es darum, aber noch spannender wird es bei unserem Podcast, wenn wir darüber beim nächsten Mal sprechen. Super, ich bin schon gespannt wie ein Flitzebogen und freue mich. Und für alle, die zugeguckt haben,
unbedingt wieder einschalten, weil da geht es jetzt wirklich um die Zukunft und auch um Fragen, welche Art von Geschichten brauchen wir, damit es weitergeht und welche Art von Geschichten bringen uns noch tiefer in eine Sackgasse. Und das will, glaube ich, keiner. Also, danke fürs Zugucken. Petra, danke, dass du heute dabei warst und wir machen gleich einen Termin für einen zweiten Podcast ab. Bis Ich bald. freue mich. Tschüss.